Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Xenough, The Smart Solution. Ja, heute mit einem weiteren Video aus unserer How to Xcissor Tutorial-Reihe. Und zwar geht es heute um die Gestensteuerung von Xcissor. Jeder von euch kennt und nutzt die Gesten, zumindest die Basic-Gesten, um durch Xcissor zu navigieren. Kennt jeder einmal die Geste zum Herein- bzw. Herauszoomen durch Auf- und Abwischen auf dem Bildschirm bzw. die Geste links-rechts und rechts-links, um durch die verschiedenen Menüseiten zu kommen. Es gibt aber weitaus mehr. Insgesamt sind es 14 mit Einschränkung 14. Warum, sage ich euch gleich. Und ja, diese 14 Gesten möchte ich heute vorstellen. Es gibt zu den Gesten auch im Xcissor Manual ein mehr oder weniger ausführliches Kapitel. Von meiner Seite aus gibt es heute eine kleine übersichtliche Einführung in die Gestensteuerung von Xcissor und im Anschluss dann noch ein Download eines PDFs. Das könnt ihr euch vielleicht einlaminieren oder mal einstudieren, um die für euch wichtigsten Gesten rauszusuchen und somit die Bedienung von Xcissor über den Touchscreen doch um einiges zu erleichtern. Also fangen wir an. Die 4 Basic-Gesten haben wir bereits genannt und gezeigt. Wir kommen zur 5. Geste und zwar geht es um die Geste fürs Hauptmenü. Jeder nutzt wahrscheinlich die Standardgeste, die zweimal auf den Bildschirm zu klicken wäre. Aber ihr seht schon, das Problem daran ist, wenn man nicht genau einen Spot auf der Karte trifft, der unbelegt ist, werden die Kartenelemente an der angetippten Position angezeigt. Und manchmal muss man wirklich 2- oder 3-mal versuchen, irgendwo einen freien Punkt zu suchen, je nach Zoom-Level, um ins Menü zu kommen. Das geht aber auch einfacher, und zwar über folgende Geste. Wir streichen einmal von unten nach oben und von oben nach unten und von unten nach oben, und schon ist man relativ zielsicher im Hauptmenü gelandet. Die nächste Geste, um die es geht, ist die Menüseite, der Aufruf zur Menüseite für die Aufgabe. Das kann man über den konventionellen Weg machen. Also wir suchen uns einen Punkt auf der Karte, der frei ist. Doppelklick, Navigation, Aufgabe. Dort kann man die Aufgabe verwalten, schließen. Und so ist man schon bei einigen Klicks angelangt. Geht ganz einfach. Und zwar von links oben nach rechts und nach unten. Und schon ist man ganz einfach in der Aufgabenverwaltung, kann dort seine Aufgabe modifizieren. Die nächste Geste wäre die Wegpunktauswahl. Das heißt, wenn ich von meiner aktuellen Position zu einem bestimmten Wegpunkt fliegen möchte, kann ich das konventionell machen über Doppelklick, dann wieder über Navigation, über Wegpunktliste und kann mir dort einen Wegpunkt auswählen. Geht aber auch ganz einfach. Und zwar von links oben nach unten und nach rechts, und schon befinden wir uns in der Wegpunktauswahl. Ich persönlich benutze die Funktion der Wegpunktauswahl eigentlich eher selten, sondern suche mir, wenn dann, über die Karte, über den Kartenmodus einen Wegpunkt, beziehungsweise habe die Wegpunkte vorher in meiner Aufgabe definiert. Ein weiteres Gestenmodell wäre von oben nach unten und nach links, genau umgekehrt wie gerade eben. Und damit sind wir im Alternativmenü. Dort werden die nächsten Flugplätze aufgelistet. Das nächste Menü, die nächste Geste ist die Geste für den Autozoom. Ihr kennt es, ihr zoomt im Kartenmodus
rein und raus und habe somit die Auto-Zoom-Funktion ausgestellt. Die Auto-Zoom-Funktion zoomt den oder bestimmt den Zoom-Level je nach Flugzustand, ob wir kreisen oder ob wir uns, ich sag mal, im Reiseflug befinden. Selbst der eine findet es nützlich, der andere nervig. Ja, wenn wir die ausgeschaltet haben durch eigenes Zoomen, ist ja auch relativ schwierig bzw. umständlich einzustellen. Doppelklick, Anzeige, Autozoom ein und dann muss man noch ein letztes Mal auf die Karte drücken, um das Menü wieder verschwinden zu lassen, beziehungsweise nach 15 Sekunden in der Standardeinstellung verschwindet es von selber. Nichtsdestotrotz geht das auch einfacher. Ich zeige es euch. Wir benutzen die Zoom-Funktion, um Autozoom auszuschalten. Und Autozoom kann man ganz einfach über eine Wischgeste von unten nach oben und von oben nach unten wieder einschalten. So. Die nächste Geste ist die Geste zum Aufruf der Analyseseite. Geht ganz einfach von unten nach oben, nach rechts, nach unten. Wir zeichnen praktisch ein unten offenes Viereck und schon befinden wir uns in der Analyse, im Analysemenü und können hier auch durch Gesten, nämlich von links nach rechts, durch die verschiedenen Analyseseiten scrollen. Die nächste Geste, die ich euch zeigen möchte, ist eine relativ unnötige Geste. Ich möchte sie euch trotzdem zeigen. Warum unnötig, sage ich euch auch gleich dazu, beziehungsweise ihr werdet selber merken. Wir zeichnen wieder ein Viereck, diesmal ein geschlossenes Viereck. Wir fangen links unten an, gehen nach oben, nach rechts, nach unten und wieder nach links und haben den Pan-Modus geöffnet. Ja, dem einen oder anderen fällt es jetzt vielleicht auf, warum ich gesagt habe unnötig. Ganz einfach, weil man den Pan-Modus zumindest auf Android und auf den Touchgeräten, die ich kenne, ganz einfach aufrufen kann, indem man gleichzeitig mit 2 Fingern den Bildschirm berührt und somit den Pan-Modus aufgerufen hat. Hier ist Zoomen jetzt nicht mehr über die Auf- und Abbewegung möglich, weil man natürlich die Karte dadurch verschiebt, sondern das funktioniert jetzt über die Software-Buttons. So, und jetzt gibt es 2 Gesten, die kann man sich relativ einfach merken. Da kann man sich schöne Eselsbrücken bauen, und zwar geht es einmal um die Geste für die Checkliste und hier ist es ganz einfach. Wir zeichnen uns ein C für Checkliste aufs Display und schon sind wir im entsprechenden Menü. Nochmal das Ganze konventionell, Doppelklick über Info, der zweite Klick, beziehungsweise mit dem Doppelklick der dritte Klick, Checkliste, 4. Klick und 4 Klicks gegen ein C auf dem Display. So, noch eine Brücke, eine Geste mit Eselsbrücke, und zwar wir zeichnen uns ein S aufs Display und dieses S steht in diesem Fall für Status. Wir kommen also auf die Statusseite und können hier nochmal unseren Flug reviewen bzw. angucken und analysieren. So, jetzt kommen wir zur 14. Geste und die Geste ist ursprünglich eigentlich gar nicht im Xtesor enthalten. Die habe ich in unserem ersten Tutorial hinzugefügt. Ich verlinke euch die nochmal, sodass ihr euch angucken könnt, wie man so eine Geste zu Xtesor hinzufügt und wie man diese Geste mit einer Funktion belegt. Und zwar haben wir mit der angelegten Geste das Quick-Menü aufgerufen. Das Quick-Menü ist sonst eigentlich nur über den Remote-Stick aufzurufen. Wir haben es uns auch über die Gestensteuerung zugänglich gemacht, und zwar zeichnen wir wieder ein Viereck. Diesmal fangen wir in der rechten unteren Ecke an, zeichnen nach oben, nach links,
nach unten und nach rechts und voilà, schon sind wir im Quick-Menü. Und hier im Quick-Menü lässt sich der ein oder andere Menüpunkt mit einem Fingerklick ohne umständliches Zoomen durchs Hauptmenü aufrufen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, verlinkt habe ich euch noch eine Übersicht auf unserer Seite über die verschiedenen Xzesor-Gesten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen, konnte euch vielleicht auch ein bisschen was Neues erzählen. Ich wünsche euch allzeit gute Flüge. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Und schaut auch mal auf unsere Webseite vorbei, www.xcnav.de. Dort gibt es neben unserem Segelflugrechner XCNAV Edition 21 und unserer XC Remote Knüppelfernbedienung auch noch andere Produkte für den Segelflug. Und wenn ihr irgendeine Frage zu Xzesor habt, hinterlasst es doch in den Kommentaren. Vielleicht können wir das in Zukunft auch noch mit in ein Tutorial